Ihr kennt ihn ja alle, meinen geliebten alten, 13 Jahre alten Makita-Akkuschrauber mit dem BDF 456. Ja, der hat mir ja schon viele Dienste geleistet, in letzter Zeit auch immer wieder als Referenzgerät bei Vergleichstests. Und ansonsten benutze ich das Gerät ganz vorweg aufgrund seiner Kraft, eben wenn ich bohren muss. Zum Schrauben eher weniger, dafür ist der mir zu groß. Ja, und ich habe jetzt gerade festgestellt, zum Schrauben ist der im Augenblick gar nicht wirklich geeignet, denn er funktioniert, aber er kann nur eins: Vollgas oder nichts. Also der Gasgebeschalter hat keine regelnde Funktion mehr. Also, wir müssen das Ding austauschen. Ja, und damit willkommen zu meinem Feierabendplausch. Wir tauschen heute den Schalter von diesem Makita Akkuschrauber aus. 100% Michael heißt, bei mir wird nichts verkauft, deswegen gibt es keine Affiliate-Links, kein Sponsoring und keine Partnerschaften. Die Reparatur habe ich bereits am Sonntag gemacht. Das Ganze hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert, länger nicht. Und das Ersatzteil, das habe ich mal einfach per Explosionszeichnung rausgesucht und einfach bestellt. Und es hat am Sonntag sich gezeigt, es passte ganz problemlos. Ich hatte das Gerät vorher nicht aufgeschraubt, habe ich am Sonntag direkt aufgeschraubt und gleich das Video davon gemacht. Es hat alles problemlos funktioniert. Das Video, was ihr jetzt gleich seht, ist alles, ja, alles in Echtzeit, lediglich das Aufschrauben des Gehäuses und das Zusammenschrauben des Gehäuses. Da habe ich dann Zeitraffer genommen, weil, naja, wie man eine Schraube löst und wieder reinschraubt, das wissen wir alle. Aber ihr solltet eben in Echtzeit sehen, ja, wie aufwendig oder nicht aufwendig überhaupt diese Reparatur ist. Und Leute, wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Ihr seid ja auch Heimwerker und habt ja dementsprechend auch nicht gerade zwei linke Hände. Also dazu möchte ich euch animieren, repariert eure Geräte selber und bevor man es wegschmeißt, immer überlegen, ne, Thema Nachhaltigkeit, kann man das nicht irgendwie doch nochmal wieder reparieren. So, und dann starten wir jetzt direkt mit der Reparatur.
Alles zusammengebaut, einmal ein Funktionstest. Die Geschwindigkeitssteuerung funktioniert wieder. Drehmoment, Einstellung funktioniert auch alles. Erster Gang, zweiter Gang funktioniert alles. Alles korrekt zusammengebaut. Wunderbar. Das Gerät läuft wieder. Wie ich es eingangs gesagt hatte, die Reparatur hat nicht lange gedauert. Ihr konntet euch da gerade von überzeugen. Ja, das Zusammenbauen, da muss man immer so ein bisschen gucken, dass die Teile nachher irgendwie auch wieder so richtig passen. Aber das hat ja ganz gut soweit funktioniert. Funktioniert wieder alles, alles perfekt. Ja, mehr brauche ich nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann lasst mir gerne ein Like da. Und natürlich, ich freue mich auch über ein Abo. Und ja, jetzt zum Feierabend werde ich mir gleich noch ein Gläschen Wein vielleicht beim Italiener gönnen. Bisschen Antipasti, wie auch immer. Bei dem herrlichen Wetter gehe ich jetzt gleich abends noch mal ein bisschen raus. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder in alter Frische. Bleibt mir treu und dann, ja, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, 100% Michael.